Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute gibt es ein echtes Stück bayerischer Backkultur, den Zwetschgendatschi. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, den jetzt genau zu dieser Zeit zu machen, denn die Zwetschgen im Garten sind reif und wollen verarbeitet werden. Und da gab es zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich für Omas Rezept entschieden und nicht für den Original Augsburger Zwetschgendatschi. Warum? Weil Omas Rezept einfach das Geilste ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Original Zwetschgendatschi meiner Oma schmeckt und wie das Rezept funktioniert, dann bleibt dran. Der Zwetschgendatschi hat seinen Ursprung in Süddeutschland, in Bayern. Dort hat man schon im 19. Jahrhundert Zwetschgen auf ein Stück Teig gelegt und angedrückt. Daher kommt der Name Datschi, was nichts anderes heißt als hineindrücken. Und so werden wir das heute auch machen. Wir werden den Zwetschgendatschi genauso herstellen, wie der Name es sagt. Wir nehmen das Backblech mit dem Teig und werden dort die Zwetschgen hineindrücken. Dann kommt mal leckere Streusel drauf gekrümelt und fertig ist der Zwetschgendatschi. Damals war der Zwetschgendatschi ein bäuerliches Gebäck. Denn es war super einfach, im Sommer waren die Zwetschgen verfügbar und es war sehr sättigend und sehr kalorienreich und schmeckte einfach gut und konnte in der Familie gemeinsam verzehrt werden. Und es war auch damals schon so, dass eigentlich fast jede Familie sein eigenes Zwetschgendatschi-Rezept hatte. Ich bin jetzt zwar nicht aus Bayern, meine Oma ist auch nicht aus Bayern, nichtsdestotrotz hat sich der Zwetschgendatschi eigentlich über ganz Deutschland verbreitet und ist ein sehr beliebtes Gebäck im Sommer. Verständlicherweise. Der Geschmack von Hefeteig mit frischen, gebackenen Zwetschgen und krümeligen, leckeren Streuseln oben als Topping obendrauf ist einfach fantastisch. Und deshalb werden wir den heute nachbacken. Bleibt dran, wir gehen in die Küche, los geht's. So, meine lieben Freunde der historischen Küche, kommen wir zu den Zutaten des Zwetschgendatschi. Und zwar fangen wir hier an, ich habe das ein bisschen geclustert, das sind die Zutaten, die wir für den Teig brauchen. Und zwar sind das 500 Gramm Mehl. Ihr werdet es wahrscheinlich schon festgestellt haben, das sieht ein bisschen mehr aus. Das ist es auch. Denn als ich gesagt habe, ich mache Omas Zwetschgendatschi am Wochenende, da hieß es, alles klar, mach mir einen kleinen Kuchen mit. So, das heißt, ich muss ein bisschen mehr machen, um nicht zu sagen, das ist ungefähr die 1,5-fache Menge. Dazu kommt dann noch ein Stück Hefe, also ein Würfel Hefe. Dementsprechend werde ich den auf die 500 Gramm noch ein bisschen erweitern müssen. Dann haben wir 200 Milliliter lauwarme Milch. Hier ein bisschen mehr wieder. Das mag einer Vanilleschote. 80 Gramm weiche Butter. Und die gleiche Menge an Zucker. Etwas Zimt, Zitronenabrieb und eine kleine Prise Salz. Vielleicht noch ganz wichtig zum Zitronenabrieb, auch wenn ihr Bio-Zitronen euch holt. Das heißt nicht, dass die nicht gespritzt sind. Deshalb die ganz klare Empfehlung, wascht die unter heißem Wasser ab und schrubbt die mal ganz ordentlich. Ich finde auch, man hat dann auch so ein Gefühl, dass die sich irgendwie sauber anfühlt. Also schrubbt die mal ordentlich sauber, weil die meisten Pestizide sitzen außen auf der Schale und der Zitronenabrieb ist halt die Schale. Das heißt, ihr holt euch den ganzen ungesunden Kram mit in das Essen rein. Deshalb ordentlich schrubben, ordentlich putzen, dann könnt ihr auch eine Bio-Zitrone gut verwenden dafür. Genau, das wäre der Teig. Dann haben wir natürlich noch die Streusel, die habe ich hier schon mal vorbereitet. Sind das 150 Gramm Mehl, 75 Gramm kalte Butter, 75 Gramm Zucker und eine Prise Salz mit ein kleines bisschen an Zimt. So, auch die Menge wurde entsprechend schon vergrößert, also nicht wundern. Und dann bleiben noch die Hauptdarsteller, die Zwetschgen. Die sind ganz frisch gekauft, da müsst ihr gucken, wenn die noch zu hart sind, dann hat der Datschi nicht das Aroma. Schaut schon, dass das schöne reife Zwetschgen sind. Wenn die gut durch sind, jetzt noch nicht überreif, aber schon gut reif sind, dann schmeckt der echt am allerbesten. Die brauchen wir dafür. Und dann noch etwas Zimt und etwas Zucker zum Bestreuen. Und das wäre es mit den Zutaten. Und wir fangen jetzt an, den Teig zu machen. Und wir beginnen hier mit einem kleinen Vorteig. Das heißt, ich habe eine kleine Mulde reingemacht. Und in die Mulde kommt jetzt etwas Milch hinein. Die sollte übrigens lauwarm sein. Dann etwas Zucker. Ich handhab das da nicht so mit Teelöffel und Esslöffel. Ich streue da was rein. Dann machen wir die Hefe hinein. Und werden dann den Vorteig mit einem kleines bisschen Mehl schon mal verrühren, dass der
vorgehen kann. Dann nehmen wir ein bisschen Mehl mit dazu. So, dann verrühren wir den vorsichtig, dass sich die Hefe schon mal etwas löst, dass ein bisschen matschig wird. Und diesen Vorteig, den geben wir dann in den Backofen bei 35 Grad und lassen den mal eine Viertelstunde angehen, sodass die Hefe aktiviert wird. Und erst danach komplettieren wir den Teig zum Gehen. Vielleicht auch nochmal zurückzukommen auf den Backofen. Achtet da mal ein bisschen drauf. Ich habe bei mir mal gemessen, die Backöfen haben tatsächlich ziemliche Probleme, die Temperatur ordentlich zu halten. In ganz vielen Rezepten steht 50 Grad und dann irgendwie einen Kochlöffel reinmachen. Könnt ihr versuchen und auch machen. Ihr müsst nur im Hinterkopf haben, wenn das nicht funktioniert mit dem Temperaturhalten, wird es vielleicht etwas zu heiß. Und das bedeutet bei Hefe kaputt. Ja? Also ich habe festgestellt, wenn ich den auf 35 Grad stelle, dann pendelt der auch mal über 40 ganz knapp kurzfristig und fällt dann wieder ab. Das funktioniert ganz gut und da bleibe ich bei. Das mit den 50 Grad, da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Aber ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Gut, also ab in den Backofen damit. Während der Vortag jetzt im Backofen geht, beginnen wir schon mal die Zwetschgen zu entkernen und zu entsteinen. Wir werden die halbieren, den Stein rausmachen und dann nachher, ich sag mal, als halbierte Version auf das Backblech, auf den Teig auflegen und leicht andrücken. Daher kommt das Wort übrigens auch Daci, also vom Andrücken. Und da wir jetzt ein bisschen Zeit haben, machen wir das jetzt in der Zwischenzeit, wo der Vorteig geht. So, das hätten wir geschafft. Die Zwetschgen sind schön entsteint worden. Wie viele Steine sind eigentlich euch in die Zwetschgen gefallen? Kennt ihr das Problem? Ihr schneidet das auf und schmeißt es rüber und habt die gute Pflaume weggeschmissen und den Kern in die Schüssel. Naja, irgendwie passiert mir das immer wieder, aber nicht schlimm. So, das kommt in den Biomüll und den Rest verwerten wir gleich. Dann machen wir jetzt die Streusel. Wir haben ja hier alles schon in der Schüssel drin. Und ihr müsst schauen bei der Butter, dass die nicht zu kalt ist, sonst bekommt ihr die nicht vernünftig geknetet. Zu weich ist übrigens auch Mist, weil da werden die Streusel immer so matschig, finde ich. Deshalb ein guter Kompromiss ist, finde ich, eine kühle Butter und durch die Handwärme kommt die dann noch ein bisschen nach. Also die wird dann ein bisschen wärmer und dann auch ein bisschen weicher. Und damit bekommt ihr eigentlich vernünftige Streusel hin. Ja, und jetzt ist Handarbeit angesagt. Jetzt wird so lange geknetet. Bis ihr ein paar schöne, vernünftige Streusel zusammen habt. Das dauert ein bisschen. Die Streusel sind jetzt fertig. Ich finde, man sieht das immer gut, wenn man da so kleine Klumpen draus machen kann, um die wirklich als etwas dickere Streuselklumpen mit aufgeben zu können auf das Gebäck. Und das funktioniert ganz gut. Das lassen wir so. Und werden die Streusel jetzt etwas kühl stellen. Der Teig, der geht noch. Und ich möchte nicht, dass die zu warm werden. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass die auf dem Blechkuchen dann anfangen zu verlaufen oder durch die Butter da drin und dann ein bisschen auseinandergehen. Deshalb stellen wir das jetzt kurz noch in den Kühlschrank und warten, bis der Teig soweit gegangen ist. Die Viertelstunde ist jetzt um und der Vorteig ist ganz gut gegangen. Ihr seht das immer daran, dass da so schöne Blasen geschmissen wird oder dass der so schöne Blasen schmeißt. Wir müssen jetzt den Teig fertigstellen und dazu kommen die restlichen Zutaten jetzt mit hinein. Vielleicht noch zur Info, ich habe vergessen, da gehört noch ein Ei rein. Ich musste gerade tatsächlich noch mal ins Rezept gucken. Ich dachte, da fehlt was und deshalb musste ich noch mal nachgucken. Es ist das Ei, das habe ich natürlich vergessen, ne? So wie immer, man vergisst auch mal was. So, aber vorher machen wir die Vanilleschote noch klein. Beziehungsweise klein ist das falsche Wort. Wir holen die Kerne raus, weil die sind das, was zählt. Ich habe leider nur noch eine da, deshalb werde ich den Rest ergänzen mit Vanillezucker. Das ist jetzt nicht so schlimm, das hat auch ein gewisses Vanillearoma. Das geilste Aroma kommt natürlich aus der Schote selber. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video gesehen habt zu dem Thema der echten Vanillesoße. Das könnt ihr euch gerne mal angucken.
Das verlinke ich zum Schluss oder am Ende. Genauso wie das Apple Crumble Video. Da kam die Original Vanillesoße nämlich auch zum Einsatz. Und ich kann euch sagen, das ist ein Genuss. Ne? Also so eine echte, selbstgemachte Vanillesoße. Oh, ist schon super lecker. Super mega lecker. So, also schaut es euch mal gerne an. Und kocht die auch ruhig mal nach. Die ist nämlich super einfach, eine Vanillesoße zu machen. Das war mir auch nicht klar. Und vor allem der Geschmack, der ist echt der Burner, ne? Da geht da nichts ran. So. Gut, die Vanille ist drin. Dann machen wir den restlichen Vanillezucker rein und die restlichen Zutaten. Und dann wird wieder geknetet. Der Herd. So, viele nutzen dafür ja tatsächlich Knethaken. Ich bin ein Freund beim Backen der Handarbeit. Das heißt, ich werde da keinen Knethaken nutzen. Die gab es früher auch nicht, sondern ich werde das alles per Hand verkneten. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber ich finde, das lohnt sich. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich finde, es hat irgendwo was, dass man im Prinzip alles, was so den Teig angeht, dann auch per Hand macht oder per Schneebesen oder ist zwar deutlich aufwendiger. Ich meine, mit modernen Geräten geht das schneller, aber ich finde, das irgendwie gehört dazu. Das ist irgendwie Handarbeit. Gut. Dann machen wir auch hier noch ein kleines bisschen Zimt rein, nicht zu viel. Das reicht auch schon. Und dann müssen wir den Teig jetzt verkneten und fertigstellen. So, der ist mir noch ein kleines bisschen klebrig. Ich werde da noch etwas Mehl zu tun, damit wir den besser verarbeiten können. Gut, den Teig haben wir jetzt ein paar Minuten geknetet. Der sieht ganz vernünftig aus. Könnt ihr mal reinschauen. Der kommt jetzt in den Backofen abgedeckt. Ich stelle noch eine kleine Schale mit Flüssigkeit rein, damit der mir nicht zu sehr austrocknet. Dann darf der 1 Stunde gehen. Und danach schauen wir mal, was passiert ist. Vielleicht noch ein Punkt in der Zeit, wo ihr auch wartet, dass der Teig fertig ist. Vielleicht habt ihr Bock, den Kanal noch zu abonnieren. Einfach den Knopf drücken, Glocke klingeln, würde mich super mega freuen. Aber nur, wenn ihr natürlich auch den Content mögt. Ne? Also sonst natürlich nicht abonnieren. Aber wer den mag, darf gerne auf Abonnieren klicken und die Glocke läuten. Vielen Dank dafür. Gut, ab dafür. Der Teig ist jetzt eine Stunde im Backofen. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Jo, der ist ordentlich aufgegangen. Genauso wollen wir das. Den nehmen wir jetzt mit und werden den nochmal ordentlich durchkneten und dann rollen wir den auf dem Backblech aus. So. Ja, der ist richtig schön gegangen. Ich bin mal gespannt, wie das Ausrollen auf dem Backblech funktioniert. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie fällt mir das Ausrollen von Teig auf Backblechen immer schwierig oder schwer. Wir schauen mal, wie es wird. Ja, wie angekündigt, ich habe ja 2 Formen heute fertig zu machen. Einmal das Blech und einmal eine kleine Runde für ein paar Freunde. Schaut zu, dass das Backblech gefettet ist, damit ihr den Kuchen vernünftig oder eine Trennschicht entsteht. Ich habe da ein bisschen Paniermehl mit drauf gemacht, damit das besser funktioniert. Und so sieht das aus und wir werden jetzt erstmal den Teig ganz grob portionieren. Ich sag mal, das ist ungefähr ein Drittel der Fläche. Das heißt, wir klauen uns jetzt mal so ein Drittel von dem Teig für hier hinten. Eine kleine Form und ein Drittel rollen wir für die große Form hier rein. Gut, also vor, wir rollen erstmal das große Blech aus. Ich werde mal ein bisschen Mehl ausstreuen und gucken, ob wir das heute vernünftig hinbekommen. Alles gut. So. Gucken wir mal, dass wir den Teig ein bisschen ausgerollt bekommen. Also wer gerade den Hund sieht, nicht wundern. Der hat gerade irgendwas hier im Haus gehört, was ihm nicht gepasst hat. Er hat gerade Alarm gegeben. Ich finde, das soll er auch. Das ist halt das Schöne, wenn man einen Hund hat, der einen gewissen Wachtrieb hat. Der passt hier ganz ordentlich auf. Also wenn nachts jemand um das Haus schleicht, kann ich euch sagen, da kommt keiner vorbei hier, ohne dass ihr das mitbekommt.
Und dann wird sofort die Alarmglocke angemacht. Also von daher, Hunde sind schon was Cooles. Und er hier ist ein Rhodesian Ridgeback übrigens. Super kinderlieb, ganz tolles Tier. Aber noch relativ jung. Er ist jetzt 10 Monate alt. Da muss einiges noch an der Erziehung rein, aber das meiste beherrscht sich schon ganz vernünftig. So, wir haben den jetzt ausgerollt, den Teig. Das war nun was vielleicht zum privaten Umfeld von mir. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich finde es auch mal wichtig, einfach was von sich selbst zu erzählen. Und jetzt versuche ich den irgendwie auf dieses Backblech zu bekommen. So. Ich hol's mal rüber. Und dann ziehen wir den und werden versuchen, einen ganz feinen Rand hier auch hinzubekommen in dem Backblech. Für die Pflaumen oder für die Zwetschgen besser gesagt. Pflaumen gehören nicht in den Daci rein. Und dann ziehen wir den vorsichtig hoch. Rollt den Teig relativ dünn aus. Ne? Also jetzt Zwetschgen, Daci, der lebt von einem dünnen Teig, nicht zu einem dicken Teig. Das ist das, was den ausmacht. Der Hauptdarsteller sind die Zwetschgen und nicht der Teig. Seht zu, dass er eher ein bisschen weniger nimmt. Ich denke mal, diese Pi mal Auge 500 Gramm, diese könnten schon fast zu viel sein. Ich mache aber auch gerne immer ein paar mehr Pflaumen rein und ziehe den Rand etwas hoch, sodass das passt. Es gibt auch viele Rezepte mit 350 Gramm Mehl, was in dem Teig ist. Die können sicherlich auch funktionieren. Ne? Findet da für euch das beste Maß. Der eine mag es ein bisschen dicker, der andere mag es ein bisschen dünner. Ich hätte gerne lieber einen etwas dünneren Teig, wohl wissend, dass jetzt die 500 Gramm vielleicht sogar etwas zu viel sind. Macht das so, wie es euch gefällt. Also den kleinen, den mache ich im Anschluss. Ihr müsst ja nicht alles sehen. Und hier haben wir den Teig jetzt liegen. Wir werden die Pflaumen jetzt verteilen. Aber ich habe mir überlegt, ich lasse den jetzt noch mal eine Viertelstunde im Backofen bei 35 Grad schon mal vorgehen, um sicher zu sein, dass der Hefeteig gut geht. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, das zu tun, oder die Alternative ist, das zu tun. Die meisten belegen den jetzt und backen den sofort. Ich denke, es könnte ganz cool sein, ihm einfach noch ein bisschen Zeit zu geben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir probieren es aus. So, der Teig ist jetzt nochmal ordentlich nachgegangen, wie ihr seht. Ich drücke den jetzt nochmal ganz vorsichtig ein bisschen in Form, ohne ihn wieder komplett platt zu machen. Und dann landen jetzt hier die Zwetschgen drauf. So, hier sind sie schon. Wir werden die jetzt alle hier schön nebeneinander in Reihe und Glied auf den Teig auflegen. Jetzt kommen zu guter Letzt noch die Streusel oben drüber und dann kann der Daci auch schon in den Backofen. So, die Streusel sind natürlich jetzt, weil sie im Kühlschrank waren, ein bisschen kühl geworden. Es hat doch ein bisschen länger gedauert mit dem Filmen dann auch. Die knete ich jetzt mal ganz kurz mit der Handwärme nach. Und wenn die dann ein bisschen wärmer sind, verteilen wir sie auf dem Daci. So, das reicht doch schon. Dann werden wir jetzt die Streusel, das Blatt müssen wir nicht mit essen, aber dann werden wir jetzt auch die Streusel schön auf dem Daci verteilen. Wie gesagt, ich mache da gerne so ein paar kleine Klümpchen. Ich mag das, wenn die so knusprig werden und dann nachher so schön im Mund zu knuspern sind. Total toll. Und dann gibt es natürlich auch ein paar feinere Krümel dazwischen. Ich sage mal, das ist der Lückenfüller. Aber ich denke, so ist das ganz gut. So, ein paar habe ich jetzt drauf. Jetzt bestreuen wir den Daci noch mal ganz kurz mit dieser Zucker-Zimt-Mischung und danach kommen die restlichen Streusel drauf. Ich denke, das reicht auch. Ich glaube, es ist ein bisschen viel Zucker. Die sehen eigentlich schon ganz gut aus, die Pflaumen. Die sind sehr süß, da brauchen wir gar nicht so viel. Die Streusel sind verteilt, der Daci ist soweit fertig und ready für den Backofen. Den schieben wir jetzt rein, 180 Grad, 30 bis 40 Minuten. Wir schauen uns das an, wie der aussieht. Und danach, wenn der kalt geworden ist, werden wir ihn verkosten. Und dann bekommt ihr von mir wie immer ein sehr ehrliches Feedback, ob dieses Prachtexemplar vernünftig schmeckt und ein Gaumenschmaus ist oder ob ihr es sein lassen müsst. Aber ich denke, wenn ich den so sehe, die Antwort wird, ist schon klar. Wir sehen uns wieder. Bis gleich. So, der Daci war jetzt, ja, ich würde mal sagen, eine Dreiviertelstunde im Backofen. Es sind halt ein paar mehr Pflaumen drauf gekommen, ein bisschen dick. Schaut euch mal, wie der aussieht.
Einfach nur mega, Leute. Total geil geworden. Den lassen wir jetzt kalt werden und dann werden wir den verkosten. Falls ihr euch fragt, wie der zweite geworden ist. Boah, Leute, sieht ja nicht geil aus. Ja, das wird ein schönes Mitbringsel. Alles klar. Bis später. So, Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Es ist soweit. Der Zwetschgen-Daci ist wunderbar abgekühlt und wir werden ihn jetzt verkosten. Schaut euch dieses Prachtexemplar mal an. Nicht wundern, der Sohnemann, der 6, der macht gerade den Kameramann. Also wenn das ein bisschen schief geht, verzeiht's mir bitte. Und wir werden uns hier, und übrigens, das ist der letzte Rest der geilen, selbstgemachten Vanillesoße. Die findet ihr im Video, die werde ich gleich verlinken. Und wir werden den jetzt mal probieren. Ihr seht, der Boden ist relativ dünn geworden. Und ich schneide mir jetzt mal so ein Stück hier ab. Oh, probieren wir mal. Oh, super. Boah, der Boden ist richtig zart geworden. Wir nehmen uns noch mal ein Stück. Boah, da läuft das Wasser im Mund zusammen, ne? Jetzt noch mal mit dem Streusel. Oh. Einfach nur geil. Ich sag's euch, ich habe ja gesagt, Omas Rezept ist das allerbeste. Der ist mega. Den müsst ihr unbedingt nachmachen. Wenn ihr Zwetschgen im Garten habt oder kauft sie euch beim Lidl, beim Aldi, wo auch immer, kauft sie euch einfach. Kocht es nach. Super lecker. Wir werden das Video jetzt beenden, denn ich muss den noch aufessen. Und zwar jetzt, weil der ist super lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, läutet die Glocke. Von mir aus teilt es auch durch die ganze Welt, überall hin. Es ist super lecker, es macht Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann.